Fossil steht bei Smartwatches für viele Dinge. Dinge, die mir seit jeher extrem gut gefallen, aber auch Dinge, die nicht dem entsprechen, was zumindest ich erwarte. Heute möchte ich euch meinen Testbericht zur Fossil Gen 5e zeigen, einer Smartwatch, die nicht nur wieder sehr schick aussieht, sondern auch mit vielen Funktionen und Möglichkeiten ausgestattet ist. Ob ich aber auch bei dieser Uhr wieder was Negatives gefunden habe, das möchte ich euch in den nächsten Minuten meines Videos zeigen. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß! Die Gen 5e gibt es aktuell in 2 Größen und insgesamt 12 Farben. So gibt es ein kleineres 42 mm Modell, das von der Größe, aber auch optisch eher für den weiblichen Träger gedacht und in 7 unterschiedlichen Farben verfügbar ist. Ich möchte euch heute das mit 44 mm etwas größere, markantere Modell zeigen, das in 5 Farben und unterschiedlichen Armbändern angeboten wird. Die Preise liegen aktuell je nach Modell zwischen 160 bis 230 Euro. Verlinkungen zu meinen beiden Lieblingsmodellen findet ihr unter anderem unten in der Videobeschreibung. Im Lieferumfang aller Uhren befindet sich die Uhr an sich, ein Ladekabel mit USB-A-Stecker und eine Anleitung. Alle Uhren sind dabei nicht nur mit Android, sondern auch iOS kompatibel, sodass ich meine in den letzten 7 Tagen mit einem iPhone genutzt habe. Auffallend ist beim Ladepad, dass es immer noch über Poco-Pins verfügt und somit die Uhr nicht drahtlos geladen werden kann. Allerdings erfolgt die Ladung über 2 kreisrunde Metallkontakte. Die Uhr verfügt über ein 22 mm Wechselarmband mit Schnellverschluss und kann je nach Handgelenksumfang auch gekürzt werden. Dazu einfach die Stifte herausdrücken und wieder neue zusammensetzen. Aufgrund des Edelstahlgehäuses besitzt die Uhr ein sehr sattes, aber noch angenehmes Gewicht, liegt gut am Handgelenk und erinnert eher an klassische Zeitgeber. Die Lünette ist feststehend, als physische Bedienmöglichkeit gibt es lediglich an der rechten Seite einen Druckknopf. Mit 1,19 Zoll ist das Super AMOLED Display ausreichend groß dimensioniert und auch die Auflösung von 360 x 360 Pixel entspricht dem, was die Konkurrenten auf den Markt bringen. Leider geht es nicht vollflächig bis an den Gehäuserand, was vor allem bei hellen Ziffernblättern erkennbar ist. Ein weiterer Negativpunkt besteht darin, dass es keine automatische Helligkeitsregulierung besitzt. Hier müsst ihr euch zwischen 5 Stufen entscheiden, wobei bei Sonneneinstrahlung mindestens Stufe 4 gewählt werden muss. Ansonsten besitzt das Display aber eine gute Ablesbarkeit und Farbdarstellung. Für die Nutzung der Uhr benötigt ihr 2 Anwendungen, zum einen die Wear OS App, zum anderen Google Fit. Über die Wear OS App wird die Uhr verbunden. Ihr könnt dort den Akkustatus prüfen, Updates einspielen oder auch Ziffernblätter und Benachrichtigungen verwalten. Google Fit ist für all jenes zuständig, was mit Fitness und Aktivitäten zu tun hat, sprich Laufeinheiten, Schlaftracking oder auch kontinuierliche Herzfrequenzmessung. In der Wear OS App könnt ihr aktuell aus rund 54 Ziffernblätter wählen und auch die Anordnung der Widgets auf der Uhr ändern, dazu aber gleich noch etwas mehr. Sofern ihr zu Beginn Regeln für Benachrichtigungen und Ziffernblättern gewählt habt, benötigt ihr diese App kaum noch. Die Bedienung der Uhr ist Wear OS klassisch gehalten. Von oben nach unten ziehen für die Schnelleinstellung, zieht ihr nach oben geht's zu den Benachrichtigungen, zieht ihr nach rechts zum Google Assistant und weiteren Shortcuts und von rechts nach links zu den Widgets, die ihr unter anderem in der Wear OS App definieren könnt. Hier habe ich mich unter anderem für das Wetter, Termine, Aktivitäten, Trainingsmodi, Pulsmessung, Schlafenszeit und Händewaschen entschieden. Letztgenannter Punkt kennt man bereits von der Apple oder Galaxy Watch, muss hier allerdings immer manuell gestartet werden und ist daher weniger smart. Drückt man auf der rechten Seite den Knopf, kommt man zu allen installierten Anwendungen, dem Play Store oder auch den Einstellungen. Etwas unglücklich finde ich, dass hier die Bedienung immer per Touch erfolgen muss und somit das Display immer etwas verdeckt wird. Natürlich könnt ihr über die Uhr auch Textnachrichten erhalten, unter iOS könnt ihr diese allerdings nur lesen und nicht beantworten. Weiterhin werden euch auch keine Bilder übertragen. Aufgrund dessen, dass auch Mikrofon und Lautsprecher verbaut wurden, ist es auch möglich, mit dieser Uhr zu telefonieren, wobei ich sowohl Sprachqualität als auch Lautsprecherqualität eher durchschnittlich fand. Die Bediengeschwindigkeit ist noch okay, kommt aber nicht an die Uhren von Samsung oder Apple heran. Daran ändern auch die Snapdragon 3100 CPU und 1 GB RAM nichts. Ist eben ein typisches Wear OS Problem. Puls- und Schlafaufzeichnung empfand ich gut, jedoch ist in dieser Uhr-Armband-Kombination eher die Uhr weniger für Trainingseinheiten geeignet. Dazu sollte man lieber auf ein Kautschukarmband wechseln. Jedoch ist das, was ich im Ruhepulsbereich messen konnte, sehr genau, auch gibt es die Möglichkeit einer dauerhaften Pulsmessung.
Wenn ihr die Fossil Gen 5e mit zum Joggen nehmen möchtet, ist zwangsläufig ein Smartphone notwendig, da kein eigenständiges GPS-Modul verbaut wurde. Ich musste allerdings auch hier feststellen, dass der Akkuverbrauch beim Sport und aktivierter Streckenaufzeichnung sehr hoch war, da meine Uhr nach 15 Minuten Laufen bereits von 30% Restkapazität in den Akkuschonmodus ging. Apropos Akku, dieser hält bei normaler Nutzung und deaktiviertem Always-On-Display knapp 20 bis 24 Stunden. In diesem Falle dürft ihr allerdings auch nicht viel mit der Uhr machen, da gefühlt jede Tätigkeit den Akku zum Schmelzen bringt. Bei mir ist es allerdings auch schon vorgekommen, dass der Akku bereits nach 10 Stunden Nutzung leer war und ich ihn auf das Ladegradle legen musste. Von daher bin ich von der Akkulaufzeit weniger gut gestimmt, da es hier definitiv bessere Modelle gibt. Unterm Strich rief die Fossil Gen 5e gemischte Gefühle bei mir hervor, da sie zum einen das typisch gut aussehende Fossil-Design vereint, eine sehr gute Verarbeitung besitzt, ein tolles Display und haptische Anmutung. Leider finde ich es etwas schade, dass die Uhr nur mittels Touch bedient werden kann und nur noch lediglich einen Button auf der rechten Seite besitzt. Auch wenn die Bediengeschwindigkeit nicht top-notch ist und ich über diesen Punkt noch hinwegsehen könnte, ist der Akkuverbrauch definitiv zu hoch und bringt die Uhr, je nach Nutzungsart, schon mal nach 10 Stunden an ihre Grenzen. Persönlich bietet für mich die Smartwatch etwas zu wenig, da zum einen zu viele Personalisierungsmöglichkeiten und GPS entfallen sind, auf der anderen Seite die Uhr aber auch einen deutlich zu hohen Akkuverbrauch besitzt. Leider muss man da schon feststellen, dass eine Galaxy Watch bzw. teilweise schon eine Galaxy Watch 3 preislich in einer ähnlichen Liga spielt und definitiv die bessere Wahl ist. Und damit bin ich auch schon am Ende meines Erfahrungsberichtes zur Fossil Gen 5e nach rund einer Woche Nutzung und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder auch Kommentar hinterlasst und vor allem auch bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.